Alle stellten mir dieselbe Frage. Warum heiratest du diesen alten Mann? Manche nannten mich geldgierig. Andere dachten, ich hätte den Verstand verloren. Aber niemand wusste, dass ich dieser Ehe nicht wegen des Geldes zugestimmt hatte. Ich war aus einem anderen Grund gezwungen, ihn zu heiraten. Und in der Hochzeitsnacht, nachdem alle eingeschlafen waren, gab er mir einen Umschlag. Als ich den Umschlag öffnete, begannen meine Hände zu zittern. Denn darin befand sich ein Foto aus meiner Kindheit. Aber woher hatte er mein Kinderfoto? Mehr dazu im Video. Mein Name ist Sophia. Als ich heiratete, war ich 24 Jahre alt. Mein größter Wunsch im Leben war es, eine einfache Familie zu gründen, in Ruhe mit meiner Mutter zu leben und eines Tages einen Mann zu heiraten, der mich wirklich liebte. Aber das Leben verlief für mich nie so, wie ich es geplant hatte. Mein Vater war die größte Lehre meiner Kindheit. Ich erinnerte mich nur anhand eines alten Fotos an sein Gesicht. Meine Mutter wollte jedoch nie über meinen Vater sprechen. Als ich klein war, hatte ich sie immer wieder gefragt: Mama, wo ist mein Vater? Meine Mutter gab mir jedes Mal dieselbe Antwort: Er hat uns verlassen. Je öfter ich diese Worte hörte, desto größer wurde meine Wut auf meinen Vater. Ich dachte, wenn ein Vater sein Kind liebt, würde er es niemals allein lassen. Deshalb hörte ich mit den Jahren auf, an meinen Vater zu denken. Aber nur weil man einen Menschen vergisst, verschwindet nicht die Leere, die er im eigenen Leben hinterlassen hat. Meine Mutter und ich lebten unter sehr schwierigen Bedingungen. Ich arbeitete und half mit meinem Verdienst, die Haushaltskosten zu bezahlen. Doch in den letzten Jahren wurde meine Mutter immer kränker. Zuerst waren es nur Müdigkeit und Schwäche. Dann begannen die Untersuchungen. Die Ärzte sagten, dass mehrere Analysen, weitere Untersuchungen und eine langfristige Behandlung notwendig seien. Aber wir hatten nicht die finanziellen Mittel, um all das zu bezahlen. Eines Tages stand ich auf dem Flur des Krankenhauses vor dem Arzt. Der Arzt sah sich die Unterlagen an und sagte ruhig: Wir dürfen die Behandlung nicht hinauszögern. Ich fragte: Wie viel Geld wird ungefähr benötigt? Als der Arzt mir die Summe nannte, schwieg ich einige Sekunden. Diese Summe zu hören, fühlte sich für mich an, als würde die ganze Welt über mir zusammenbrechen. An diesem Tag setzte ich mich auf eine Bank vor dem Krankenhaus und weinte. Denn ich hatte Angst, meine Mutter zu verlieren. In dem Café, in dem ich arbeitete, gab es einen Stammgast. Sein Name war Yusuf. Er war ungefähr 67 Jahre alt. Er war immer sehr gepflegt gekleidet. Seine Kleidung war schlicht, aber teuer. Wenn er ins Café kam, setzte er sich immer an denselben Tisch. Er bestellte einen Kaffee und blickte lange aus dem Fenster. Ich wusste nicht, dass er sehr reich war. Für mich war er einfach nur ein ruhiger und etwas traurig wirkender älterer Mann. Eines Tages sah er mich an und fragte: Warum siehst du immer so müde aus? Ich lächelte und sagte: Müdigkeit ist inzwischen zu meinem Lebensstil geworden. Zum ersten Mal lächelte er. Später begannen wir, uns kurz miteinander zu unterhalten. Ich erzählte ihm von meiner Mutter. Aber ich erzählte ihm nichts von ihrer Krankheit und unseren finanziellen Schwierigkeiten. Einige Wochen später kam er nicht mehr in das Café, in dem ich arbeitete. Auch am nächsten Tag kam er nicht. Am dritten Tag hielt jedoch ein teures Auto vor der Tür. Yusuf kam herein. Aber er sah anders aus als zuvor. Sein Gesicht war blass. In seiner Hand hielt er einen Gehstock. Er setzte sich an seinen Tisch und bat mich um Wasser. Als ich ihm das Wasser brachte, bemerkte ich, dass seine Hände zitterten. Geht es Ihnen gut? Er sah mich einige Sekunden lang an. Dann sagte er: Ich muss mit dir reden. Ich setzte mich ihm gegenüber. Yusuf holte tief Luft. Ich bin krank. Was ist passiert? Es ist eine schwere Krankheit. Seine Stimme war sehr ruhig. Die Ärzte haben mir nicht mehr viel Zeit gegeben. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Einige Sekunden später sagte er einen Satz, mit dem ich niemals gerechnet hatte: Heirate mich. Ich dachte, ich hätte mich verhört. Was? Heirate mich. Ich stand auf. Meinen Sie das ernst? Ja. Ich bin 24 Jahre alt.
Ich weiß. Und Sie sind. Ich beendete den Satz nicht. Er senkte den Kopf. Ich lachte nervös. Ist das ein Scherz? Nein. Dann legte er ein Dokument auf den Tisch. Ich werde die Behandlung deiner Mutter bezahlen. Mein Herz schien stehen zu bleiben. Woher kennen Sie meine Mutter? Yusuf antwortete nicht. Ich sah mir das Dokument nicht an. Ich wollte aufstehen und gehen. Doch er sagte hinter mir: Ich verlange nicht, dass du mich liebst, Sophia. Ich blieb stehen. Was wollen Sie dann? Ich möchte nur, dass du in den letzten Tagen meines Lebens an meiner Seite bist. Ich sah ihn an. Zum ersten Mal sah ich eine seltsame Traurigkeit in seinen Augen. Aber ich wusste nicht, was der Grund für diese Traurigkeit war. In dieser Nacht erzählte ich meiner Mutter nichts. Ich konnte bis zum Morgen nicht schlafen. Yusufs Angebot ging mir nicht aus dem Kopf. So vergingen die Tage. Doch der sich verschlechternde Zustand meiner Mutter im Krankenhaus veränderte alles. Als ich am nächsten Tag ins Krankenhaus ging, sah ich, dass sich der Zustand meiner Mutter verschlechtert hatte. Der Arzt sagte zu mir: Verlieren Sie keine Zeit. Ich blieb allein auf dem Flur zurück. Und in diesem Moment traf ich meine Entscheidung. Ich würde Yusuf heiraten. Aber ich hatte eine Bedingung. Die Behandlung meiner Mutter musste vollständig abgesichert sein. Yusuf akzeptierte meine Bedingung. Die Hochzeit war sehr still. Es gab weder eine große Feier noch Musik oder Festlichkeiten. Ich trug ein weißes Brautkleid. Er trug einen schwarzen Anzug. Als wir nebeneinander standen, sahen die Menschen uns an. Ich spürte ihre Blicke. Einige flüsterten miteinander. Andere dachten schlecht über mich. Aber keiner von ihnen kannte die Wahrheit. Sie hielten mich für ein Mädchen, das einen älteren Mann wegen seines Geldes heiratete. Ich hingegen hatte diesen Schritt für das Leben meiner Mutter getan. Nach der Trauung sah Yusuf mich an und sagte: Sophia, von heute an kannst du dieses Haus jederzeit verlassen, wenn du möchtest. Ich war überrascht. Was meinen Sie damit? Ich werde dich nicht gefangen halten. Aber unsere Ehe? Auf dem Papier ist es eine Ehe. Dann drehte er sich weg. Aber eines Tages wirst du die Wahrheit über mich erfahren. Ich schenkte diesen Worten keine Bedeutung. In dieser Nacht gingen wir in sein großes Haus. Das Haus war ungewöhnlich still. An den Fluren hingen alte Bilder. Aber eine Sache fiel mir auf. Im Haus gab es fast keine persönlichen Gegenstände einer Frau. Es war, als hätte hier seit Jahren keine Frau mehr gelebt. Mitten in der Nacht wachte ich auf. Ich ging nach unten, um Wasser zu trinken. Die Tür zu Yusufs Zimmer stand offen. Aus dem Zimmer drang schwaches Licht. Er saß auf seinem Bett. In seiner Hand hielt er eine alte Schachtel. Als er mich sah, schloss er die Schachtel sofort. Kannst du nicht schlafen? Ich wollte nur etwas Wasser trinken. Yusuf sah mich einige Sekunden lang an. Dann sagte er: Komm. Ich ging näher zu ihm. Er nahm einen weißen Umschlag vom Tisch neben seinem Bett. Es ist an der Zeit, dass ich dir diesen Umschlag gebe. Was ist darin? Die Wahrheit. Ich versuchte zu lächeln. Welche Wahrheit? Er reichte mir den Umschlag. Meine Hände zitterten. Öffne ihn. Ich öffnete den Umschlag. Darin befand sich ein altes Foto. Als ich das Foto sah, erstarrte ich. Es war ein Foto aus meiner Kindheit. Ich war ungefähr 6 Jahre alt. Neben mir stand meine Mutter. Ich drückte das Foto in meiner Hand zusammen und sagte: Woher haben Sie das? Yusufs Augen füllten sich mit Tränen. Ich kannte deinen Vater. Ich war wie angewurzelt. Meinen Vater? Ja. Als ich diese Worte hörte, kamen all die Erinnerungen zurück, die ich jahrelang verdrängt hatte. Die Worte meiner Mutter: Er hat uns verlassen. Die Nächte meiner Kindheit, in denen ich zur Tür blickte. Mein Glaube daran, dass mein Vater eines Tages zurückkommen würde. Und dann kam er doch nie. Ich ging näher zu Yusuf. Wo ist mein Vater? Dein Vater ist nicht tot. Mir stockte der Atem. Was haben Sie gesagt? Er ist nicht tot. Warum hat meine Mutter dann gesagt, dass er uns verlassen hat? Yusuf antwortete nicht. Ich schrie: Wo ist mein Vater?
Yusuf hob den Blick. Er war im Gefängnis. Ich wollte diesen Worten nicht glauben. Warum? Yusufs Stimme zitterte. Er wurde für ein Verbrechen verhaftet, das er nicht begangen hatte. Ich wich einen Schritt zurück. Welches Verbrechen? In meinem Unternehmen gab es eine große Veruntreuung. Hat mein Vater das getan? Nein. Warum wurde er dann verhaftet? Yusuf schwieg. Dieses Mal sagte mir sein Schweigen mehr als jede Antwort. Wer hat es getan? Yusuf wich meinem Blick aus. Mein Sohn. Ich konnte nichts sagen. Yusuf fuhr fort. Damals hatte mein Sohn große Schulden. Er hatte Geld von den Konten des Unternehmens genommen. Wenn die Wahrheit ans Licht gekommen wäre, wäre er verhaftet worden. Und mein Vater? Dein Vater war Buchhalter in meinem Unternehmen. Auf allen Dokumenten befand sich seine Unterschrift. Aber er war nicht schuldig? Nein. Und Sie wussten davon? Yusuf schloss die Augen. Ja, diese Worte waren für mich schwerer als alles andere. Sie wussten es. Ja. Und Sie haben geschwiegen? Ich hatte Angst. Wovor? Meinen Sohn zu verlieren. Ich begann zu weinen. Sie haben das Leben meines Vaters zerstört, um Ihren eigenen Sohn zu schützen? Yusuf antwortete nicht. Sie haben meine Kindheit zerstört. Meine Stimme hallte durch das ganze Haus. Meine Mutter war jahrelang allein. Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Ich habe ihn gehasst. Tränen liefen über Yusufs Gesicht. Ich weiß. Nein. Sie wissen es nicht. Ich ging zur Tür. Hinter mir hörte ich seine Stimme. Sophia. Ich blieb stehen. Ich habe dich nicht wegen des Geldes in dieses Haus gebracht. Ich drehte mich um. Warum dann? Weil ich mit dem näher rückenden Tod erkannt habe, dass mein Vermögen keine Bedeutung hat. Mein Gewissen lässt mich seit Jahren nicht mehr leben. Er holte ein weiteres Blatt Papier aus dem Umschlag. Das sind alle Unterlagen über deinen Vater. Ich nahm die Dokumente. Meine Hände zitterten. Warum jetzt? Yusuf lächelte bitter und sagte, weil es bereits zu spät ist. Noch vor Sonnenaufgang verließ ich das Haus. Ich ging direkt zu meiner Mutter. Als ich das Zimmer betrat, schlief meine Mutter. Ich stand lange vor ihr und konnte kein Wort sagen. Dann fragte ich leise, Mama. Sie öffnete die Augen. Was ist los, meine Tochter? Ich zeigte ihr die Dokumente in meiner Hand. Das Gesicht meiner Mutter veränderte sich. Woher hast du die? Von Yusuf. Meine Mutter schwieg lange. Dann schloss sie die Augen. Ich nahm ihre Hand. Sag mir die Wahrheit. Meine Mutter begann zu weinen. Dein Vater hat uns nicht verlassen. Diese Worte zu hören, war ein Satz, auf den ich jahrelang gewartet hatte, von dem ich aber niemals geglaubt hatte, dass ich ihn hören würde. Warum hast du mir dann etwas anderes gesagt? Weil du noch klein warst. Ich wollte nicht, dass auch du diesen Schmerz ertragen musst. Ist mein Vater noch am Leben? Meine Mutter nickte. Ja. Ich sagte unter Tränen. Ich möchte ihn finden. Meine Mutter drückte meine Hand. Geh. Wir suchten tagelang nach meinem Vater. Die Dokumente, die Yusuf uns gegeben hatte, halfen uns dabei. Schließlich fanden wir die Spur eines Menschen, von dem wir seit Jahren nichts mehr gehört hatten. Der Tag, an dem wir ihn fanden, war der schwerste Tag meines Lebens. Die Tür öffnete sich. Vor mir stand ein gealterter Mann. Seine Haare waren weiß geworden. Sein Gesicht hatte sich verändert. Aber in seinen Augen lag etwas Vertrautes. Ich sah ihn an. Auch er sah mich an. Einige Sekunden lang sagte keiner von uns ein Wort. Dann fragte er mit sehr leiser Stimme. Sophia. Meine Knie zitterten. Papa. Er kam einen Schritt auf mich zu. Dann umarmte er mich. In diesem Moment ließ ich all die Tränen heraus, die ich jahrelang in mir getragen hatte. Mein Vater flüsterte mir ins Ohr. Ich habe dich nie verlassen, meine Tochter. Ich habe jeden Tag auf dich gewartet. Ich schmiegte mich an seine Brust und weinte. An diesem Tag verstand ich, dass das Verschwinden eines Menschen aus unserem Leben nicht bedeutet, dass er uns nicht liebt. Manchmal werden Menschen aus Gründen von uns ferngehalten, die wir nicht kennen. Einige Wochen später verschlechterte sich Yusufs Zustand.
Ich ging zu ihm. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte, hatte ich nur Wut in mir getragen. Aber jetzt war neben dieser Wut noch ein anderes Gefühl entstanden. Ich stand vor ihm. Yusuf öffnete die Augen. Hast du deinen Vater gefunden? Ja. Yusuf senkte den Kopf. Mein größter Fehler war, dass ich die Wahrheit kannte und jahrelang geschwiegen habe. In dieser Nacht starb Yusuf. Ich war an seiner Seite. Als ich seinen letzten Atemzug hörte, überkam mich ein seltsames Gefühl. Ich hatte diesen Mann geheiratet. Aber ich hatte ihn nie als meinen Ehemann lieben können. Er war der Besitzer eines Geheimnisses, das mein Leben zerstört hatte. Gleichzeitig war er aber auch der Mensch, der dieses Geheimnis enthüllt und mir meinen Vater zurückgegeben hatte. Nach Yusufs Tod wurde sein Testament eröffnet. Er hatte mir ein großes Vermögen hinterlassen. Aber ich nahm den größten Teil dieses Geldes nicht an. Ich behielt nur die für die Behandlung meiner Mutter vorgesehenen Mittel. Ich wollte, dass der restliche Teil einer Wohltätigkeitsstiftung für Kinder zugutekommt, die ohne ihre Väter aufwachsen. Denn ich wusste sehr genau, wie es sich anfühlt, ohne Vater aufzuwachsen.